Hallo, ich häkel heute ein Stiefmütterchen, da der Frühling ja bald kommt. Dies ist die letzte Blüte von den Blüten der Serie, die ich für den Blumenstrauß gemacht habe. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass man einen ganzen Blumenstrauß nur mit Stiefmütterchenblüten machen kann. Hier seht ihr also das Stiefmütterchen und da brauchen wir 3 Farben von der Baumwolle, 100% Topflappengarn. Und zwar dieses Topflappengarn mit einer Lauflänge von 85 Meter. Wir fangen also mit Gelb an und schlagen 5 Luftmaschen an. Die verbinden wir zu einem Ring mit einer Kettenmasche. Jetzt kommt die erste Runde. Da machen wir eine Anfangsluftmasche und 10 Maschen, feste Maschen in den Ring. Die Anfangsluftmasche gilt nie als Masche. Jetzt schneiden wir den Faden ab und machen weiter mit der lilanen Farbe und ziehen den Faden durch. Wir maschen neu an. So, dann machen wir 2 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen in die folgende Masche, ein Stäbchen in die folgende Masche, dann wieder ein halbes Stäbchen in die folgende Masche, dann 2 Luftmaschen und eine Kettenmasche in die folgende Masche. So, jetzt haben wir ein Blütenblatt fertig. Das gleiche wiederholen wir jetzt noch einmal. Wieder 2 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen und wieder ein halbes Stäbchen, 2 Luftmaschen, eine Kettenmasche. Jetzt kommen wieder 2 Luftmaschen, ein halbes Stäbchen in die nächste Masche, jetzt machen wir zweimal 2 Stäbchen in eine Masche. Also wir verdoppeln die nächsten beiden Maschen. Und nochmal 2 in eine Masche. Nun machen wir wieder ein halbes Stäbchen, 2 Luftmaschen und eine Kettenmasche in die nächste Masche.
Jetzt haben wir die 3 Blätter fertig und wir schneiden jetzt den Faden ab. Jetzt kommt die dritte Farbe, das ist Flieder, und da maschen wir neu an. Und zwar zwischen dem letzten und dem ersten Blütenblatt maschen wir neu an. Jetzt machen wir eine Luftmasche und eine Kettenmasche in die obere der beiden Anfangsluftmaschen. Dann nochmal eine Luftmasche. Und ein Stäbchen in die folgenden 3 Maschen, also jeweils in eine Masche. Jetzt wieder eine Luftmasche und eine Kettenmasche in die oberste der folgenden 2 Luftmaschen. Dies ist für die Ecke des Blütenblattes. So, jetzt wieder eine Luftmasche. Und eine Kettenmasche zwischen die Blütenblätter. Das ziehen wir dann etwas hoch, damit die Masche etwas länger wird. Nun kommt das zweite kleinere Blütenblatt und als drittes kommt das größere Blütenblatt, was wir umhäkeln. Nun machen wir eine Luftmasche. Dann eine Kettenmasche in die obere der beiden Luftmaschen. Eine Luftmasche nochmal. Und Stäbchen jetzt in die folgenden 3 Maschen. Jetzt wieder eine Luftmasche und eine Kettenmasche in die oberste der beiden Luftmaschen. Nun wieder eine Luftmasche und eine Kettenmasche zwischen die Blütenblätter. Nun machen wir wieder eine Luftmasche und eine Kettenmasche in die oberste der beiden Luftmaschen. Nun kommt nämlich das große Blütenblatt. Jetzt machen wir wieder eine Luftmasche, ein Stäbchen in die folgende Masche und 4 halbe Stäbchen in die folgenden Maschen. Jetzt machen wir wieder eine Luftmasche, eine Kettenmasche in die oberste der beiden Luftmaschen und nun wieder eine Luftmasche nun eine Kettenmasche in die erste Kettenmasche. Das heißt hier zwischen die Blätter, damit die Farbe sich genau abschließt.
Fertig. So, jetzt häkeln wir die unteren Blütenblätter mit dunkellila. So, und da machen wir jetzt die erste Kettenmasche in die Schlaufe von der ersten Reihe auf der Rückseite. Also aus einer Schlinge vor dem ersten Blütenblatt. Also eine gelbe Schlinge. Das ist diese Schlaufe hier. Und da maschen wir jetzt an. Ich ziehe mir den Faden da durch. Jetzt mache ich 3 Luftmaschen. Und wieder eine feste Masche in die rückwärtige Querschlinge. Und zwar die Querschlinge zwischen den nächsten beiden Blütenblättern. Dann wieder 3 Luftmaschen. Dann wieder eine feste Masche in die Schlinge zwischen dem zweiten und dritten Blütenblatt. Da bildet sich dann wieder so ein Bogen. Durch diese 3 Luftmaschen, den brauchen wir in der nächsten Runde. Und nun zum dritten Mal, das heißt 3 Luftmaschen und eine feste Masche zwischen die letzten beiden, beziehungsweise das letzte und das erste Blütenblatt. Und jetzt kommt die zweite Runde auf der Rückseite. Da machen wir erstmal 2 Luftmaschen wieder. Und nun häkeln wir in diesen Bogen, in den ersten. Und zwar machen wir da 2 halbe Stäbchen. Vier Stäbchen, zwei halbe Stäbchen nochmal, und 2 Luftmaschen. Dann kommt eine Kettenmasche in den Zwischenraum, also zwischen den beiden Bögen. Das gleiche machen wir jetzt für den nächsten Bogen, also 2 halbe Stäbchen, 4 Stäbchen, 2 halbe Stäbchen und 2 Luftmaschen. Dann wieder eine Kettenmasche in den Zwischenraum zwischen den beiden Blättern. So, und das dritte Blatt genauso in den Bogen reinhäkeln. Nun kommt die dritte Runde. Als erstes machen wir eine Anfangsluftmasche. Jetzt machen wir eine Kettenmasche in die oberste der beiden Luftmaschen und dann machen wir feste Maschen bis zu dem nächsten Zwischenraum der Blätter. Jetzt machen wir wieder eine Kettenmasche in die oberste der beiden Luftmaschen, eine Luftmasche und eine Kettenmasche hier unten rein, also zwischen den beiden Blättern. Dann wieder eine Luftmasche und wieder die Kettenmasche in die oberste der beiden Luftmaschen. Dann wieder feste Maschen bis zu dem nächsten Zwischenraum. So machen wir die ganze Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe noch andere Blätter- und Blütenvideos für den Blumenstrauß gemacht. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Abonniert gern meinen Kanal für weitere schöne Häkelprojekte
oder Technikvideos. Bis dann, tschüss!